Dein Spraywax performt nicht? Was könnte da los sein? Darüber sprechen wir in diesem Video. Der eine oder andere hat es vielleicht schon auf Instagram mitbekommen. Dr. Wack hat eine Rückrufaktion gestartet, nämlich zu bestimmten Chargen vom Spraywax. Warum? Es gab einfach Probleme mit der Langzeithydrophobie. Das heißt, das Produkt hat einfach frühzeitig den Dienst quittiert. Woran das lag und wie du herausfinden kannst, ob du betroffen bist und was du dann tun kannst, werden wir jetzt mit Recep besprechen. Recep ist Marketingleiter bei Dr. Wack, hat uns auch darauf angesprochen und ich muss sagen, wir waren von dem Produkt ja begeistert und ich finde es auch super gut, dass Dr. Wack diesen Weg geht und es nicht einfach unter den Tisch kehrt, wie vielleicht ein anderer Hersteller das hätte machen können. Anwendungsfehler, falsche Oberfläche, Pech gehabt, die Chargen sind irgendwann raus und keiner merkt es mehr, sondern dass man den sauberen Weg geht und den ehrlichen Weg geht und sagt, hey, hier ist was schiefgegangen, lass uns das wieder gut machen, aber dazu jetzt mehr. So, Recep, da sind wir. Danke, dass du da bist. Ja, danke auch von meiner Seite. Genau, ihr habt ja gerade eine Aktion, sozusagen eine Rückrufaktion am Laufen, habe ich ja gerade schon kurz erwähnt. Vielleicht erzählst du einfach mal so ein bisschen, was ist da passiert, worum geht's, was ist zu befürchten, in Anführungszeichen. Ja, gerne. Ja, erstmal von meiner Seite und natürlich auch von der Firma einen riesengroßen Dank an die Kunden, wie toll das Neuprodukt A1 High-End Spraywax angenommen worden ist. Es ist ja, wenn man das Produkt entwickelt, hat man ja viele Fragezeichen und man weiß nie, ob das, was man da jetzt entwickelt und in Umlauf bringen möchte, auch so gut ankommt. Und von daher wirklich tolle Kunden, riesengroße Akzeptanz. Man weiß ja, unsere Philosophie ist höchste Qualität und wir haben in letzter Zeit immer wieder mal festgestellt, dass vereinzelt Kunden gesagt haben, die Langzeitperformance ist jetzt nicht so, wie sie es gerne hätten. Und bei uns ist das Thema Reklamation läuft dann so ab, immer wenn jemand reklamiert oder wenn jemand unzufrieden ist, werden Rückstellmuster von jeder Charge, also wir haben von jeder Charge, die wir abfüllen, immer Rückstellmuster bei uns in der Qualitätssicherung. Und das wird dann überprüft und eben angeschaut, ob es da eventuell ein Problem gibt, ja oder nein. Und in dem Fall haben wir dann wirklich feststellen können, ja, da sind Chargen jetzt vorhanden, wo die Langzeithydrophobie nicht so ist, wie sie normalerweise sein sollte. Und dann haben wir eben gesagt, okay, da ist jetzt etwas schiefgelaufen und wir müssen reagieren und offen und transparent damit umgehen. Okay, wie lange hat das gedauert, sage ich mal, von den ersten Reklamationen bis zu der Feststellung, okay, wir müssen reagieren? Man muss Folgendes wissen, die Problematik war nicht ganz einfach zu lösen. Es war schon eine, ich sage jetzt mal, Sherlock Holmes Arbeit, weil die Rohstoffe, die wir bekommen, waren in der Qualitätssicherung, in der Wareneingangskontrolle nicht auffällig. Das heißt, wir haben zwar erstmal gesehen, ja, da ist etwas, aber wir haben nicht sofort feststellen können, woran es liegt, also die Ursachenfindung. Und dann ging erst die richtige Arbeit los, sprich, wir mussten dann alle Rohstoffe von A bis Z nochmal durch die Analytik beobachten und analysieren, bis wir dann letztendlich feststellen konnten, dass bei einem Rohstoff die Parameter nicht so waren, wie wir das bestellt haben. Und es hat sich dann hinterher herausgestellt, dass eben ein Rohstofflieferant es zu gut meinte. Er hat an dem Parameter ein bisschen rumgedoktert, ohne uns Bescheid zu geben. Das haben wir dann eben, wie gesagt, in der Analytik feststellen können und haben dann entsprechend jetzt eben reagiert und die Ursache ist gefunden und dann auch abgestellt. Wobei ich jetzt aber noch mal eins betonen muss. Da haben jetzt einige Kunden gefragt, ja, passiert jetzt in meinem Lack etwas? Nein, da passiert gar nichts. Es ist wirklich nur die Langzeithydrophobie. Alle anderen Eigenschaften sind so, wie sie sein sollten. Es ist lediglich die Langzeithydrophobie, die ja, von diesem Aspekt betroffen ist. Was kann ich jetzt machen, wenn ich wissen will, ob ich betroffen bin? Wir haben natürlich intensiv recherchiert und uns angeschaut. Betroffen sind 4 Chargen. Und letztendlich, wenn dann jemand sagt, diese 4 Chargen haben wir dann auch kommuniziert, wahrscheinlich wird man dann das bei euch in dem Link, da haben wir eine spezielle Seite eingerichtet, wo man die Chargen sehen kann.
Und wenn jemand sagt, ich bin von diesem Qualitätsmangel betroffen, und dann sollen die sich, wir haben hier eine spezielle Webseite eingerichtet, sollen die sich da registrieren, anmelden und wir liefern dann entsprechend Ersatz. Ja, was ich noch hinzufügen möchte ist, diese 4 Chargen, die betroffen sind, nicht jeder Artikel ist letztendlich von diesem Qualitätsmangel betroffen. Sprich, ein Teil dieser 4 Chargen ist von diesem Qualitätsmangel betroffen. Das heißt, wenn der Kunde sagt, ja, ich habe so ein Produkt und bei mir ist aber alles gut, dann ist es okay. Wenn aber einer sagt, nee, ich habe jetzt ein Produkt, wo die Langzeithydrophobie nicht so performt, einfach auf diese Seite gehen, sich registrieren und wir liefern dann sobald möglich Ersatzware raus. Wir haben sogar gesagt, dass wenn einer von diesen 4 Chargen nicht betroffen sein sollte, aber der Kunde trotzdem nicht zufrieden ist mit der Langzeithydrophobie, kann er sich auch eintragen und wir schicken dennoch Ersatzware. Okay. Wie lange wird es ungefähr dauern? Könnt ihr das einschätzen, bis die neue Ware verschickt werden kann? Ja, leider macht da uns Corona immer noch so ein bisschen Strich durch die Rechnung. Die Beschaffungsseite der Rohstoffe ist leider immer noch, hat sich leider immer noch nicht so richtig entspannt. Sprich, wir sind da auch auf unsere Vorlieferanten angewiesen. Es kann jetzt sein, aktuell, dass wir eben länger auf Rohstoffe warten, bis wir dann mischen und abfüllen können. Sprich, ich bitte da um etwas Nachsicht, wenn es dann doch nicht innerhalb der nächsten Tage die Produkte ankommen. Es kann sein, dass es jetzt ein paar Wochen dauert. Okay, Recep, von meiner Seite auch erstmal an dich. Ich finde es wirklich super, dass ihr damit so umgeht. Ihr hättet doch einfach sagen können, gut, 4 Chargen kriegen wir schon irgendwie gedengelt, danach ist ja alles wieder gut und es ist ja nicht jeder betroffen. Von daher erstmal mein Respekt, dass man damit so offen und transparent umgeht und sagt, wir nehmen das Produkt zurück, obwohl es nur nicht gut performt, aber keinen Schaden anrichten kann. Wir packen ja die Links hier unten rein. Vielleicht noch eine kleine Besonderheit, es wird ja 2 Links geben. Vielleicht kannst du dazu noch eine Kleinigkeit sagen, bitte. Genau, wir haben organisatorisch 2 unterschiedliche Webseiten eingerichtet. Einmal für Gewerbetreibende und einmal für Endkunden. Das heißt, wenn jemand gewerbetreibend unsere Produkte vertreibt, bitte auf die Seite für den Handel, also für Gewerbetreibende reingehen. Da muss man dann eben Firmenadresse etc. eintragen. Und wenn man aber Endkunde ist, dann bitte auf die Endkundenseite. Da müssen jetzt keine Firmennamen etc. eingetragen werden, sondern natürlich ganz normal die Adressdaten. Wunderbar. Wie gesagt, Link findet ihr unten. Recep, danke schön für deine Zeit und danke für eure Offenheit und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke, ciao. Alle Links findest du hier unten in der Videobeschreibung. Da findest du heraus, ob du betroffen bist. Kannst dort alle Unterlagen einreichen, wie Recep auch gerade erklärt hat. Ich wünsche dir viel Spaß. Wie gesagt, von meiner Seite ganz persönlich gibt es nochmal einen Daumen hoch an Dr. Wack für diese Aktion. Finde ich wirklich, gerade finde ich ehrlich, gefällt mir gut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Hau rein.